Ich bin Nadine und meine Haushündin Terra ist jetzt 1 Jahr und 7 Monate. Und wir sind hier eigentlich fast jeden Tag und arbeiten zusammen. Ich bin Claudia und die große schwarze Hündin ist Bonnie. Bonnie ist 7 Monate alt und wird ab nächstes Jahr zum Therapiehund ausgebildet. Es gibt keine Hundecafés in Berlin und auch selten Restaurants, in die man bequem mit seinem Hund gehen kann. Und bezweifle ich, dass es irgendwo das überhaupt gibt, dass man Hunde streicheln kann. Dass man einfach hinkommen kann, Kaffee, Kuchen genießen kann und auch Hunde vor Ort findet, wenn man keinen Hund hat. Es gibt ein explizites Hundecafé, wo man als Hundebesitzer mit dem Hund willkommen ist. Okay. Wir haben aber gesagt, gerade in der Großstadt oder in Großstädten ist ja das Problem, es gibt ganz viele, die einen Hund gern haben möchten, aber die Zeit nicht haben, die Wohnung das verbietet oder der Vermieter. Und haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch beide Sparten, Hundeliebhaber und Hundebesitzer wie wir, rundum glücklich machen. Eigentlich war es am Anfang ein Witz. Wir waren zusammen immer im Katzencafé, wo wir uns auch sehr wohl gefühlt haben und haben dann gesagt, Mensch, wenn es das nicht auch für Hunde gäbe, da würden wir auch gerne hingehen. Dann haben wir gemerkt, dass das eigentlich nicht schlecht wäre, wenn wir das wirklich machen. Und dann hat sich beruflich für uns ein bisschen was verändert und wir haben gesagt, komm, wir nutzen die Chance und probieren es aus. Wir sind super zufrieden mit der Vielzahl und Vielfalt der Gäste. Denn es ist wunderschön, dass wir sowohl sehr junge Menschen haben, die die ganze Zeit am Fotos schießen sind und für Instagram posieren. Und auch wirklich sehr alte Menschen, die sich unglaublich freuen über die Gesellschaft der Hunde, auch über die Gesellschaft der anderen Menschen, weil Fellfreunde immer ins Gespräch kommen. Ja, genau. Hundebesitzer sind so redselig. Genau. Man kommt mit dem Gespräch, ob man nur will oder nicht. Ja. Also es ist nicht wie in anderen Cafés, wo jeder seins macht und am Tisch sitzt, sondern man kommt irgendwie automatisch miteinander ins Gespräch und das ist wirklich, wirklich schön. Ja. Wir haben sowohl Leute da, die ohne Hund kommen, als auch Leute, die mit Hund kommen. Und da ist der Mix immer genau richtig. Manchmal war es schon so voll, dass wir dachten, so, oh, hoffentlich geht das mit den Hunden gut, wenn dann mehrere aufeinandertreffen. Aber viele sind von ihren eigenen Hunden überrascht, wie gut sie sich ohne Leine in einer entspannten Atmosphäre verhalten. Da sind meistens die Besitzer angespannter als der Hund. Genau, also wie schon erwähnt, wir hatten ja viele Ideen. Eigentlich wollten wir unsere Speiseangebot für die Zweibeiner eigentlich viel, viel größer machen. Es ist aber ein bisschen schwer, wenn man das plant und noch nicht das passende Objekt dazu hat, dann muss man halt gucken, wie plant man das. Dann waren halt natürlich die bürokratischen Sachen, die uns da auch immer noch so ein bisschen aus dem Blauäugigen ins Reale gebracht haben. Aber ansonsten, ja, wir waren auf der Suche zum Beispiel mit dem Hundeeislieferanten, haben wir wirklich mal sehr, sehr guten Partner gefunden, wo man auch konstant gute Qualität, was uns vornherein wichtig ist. Also nicht nur für die Menschen ist uns Regionalität wichtig, auch so ein bisschen das Vegane, Vegetarische, ein bisschen Alternative zu dem, ich sag mal jetzt 0815 Kaffee. Und dann halt auch vor allem für die Hunde, dass die halt auch eine gute Qualität, einen guten Anbieter, wo wir sagen, okay, die haben uns überzeugt, das würden wir unseren Hunden geben und können es mit gutem Gewissen unseren Kunden auch weitergeben. Hi. Wait. Wir haben dann eben doch anderen Tierbedarf. Tierbedarf, der einem mal ein bisschen aus dem gewohnten Eck herausholt, mal was Neues ausprobieren lässt. Zum Beispiel unser Insektenfutter, das eben hauptsächlich aus Insekten hergestellt wird und damit nicht nur gut verträglich ist für die Hunde, sondern halt auch richtig gut für die Umwelt. Ja.
Und wir probieren jetzt gerade auch so ein paar vegane Snacks für Hunde anzubieten. Und die Leute probieren einfach gerne was aus und kommen mit ihrem Hund deswegen her, um was auszuprobieren. Oder füttern unsere Hunde auch gern. Also wir haben auch durchaus Gäste, die gerne Spaß daran haben, unseren Hunden mal was Gutes zu tun, ihnen ein Eis zu spendieren und sie dabei streicheln zu können. Und man sieht dann immer, wie die Menschen strahlen. Das ist wirklich schön. Beef flavored frozen yogurt. Hi, Lucy. Lucy won't be. I like beef. I like beef. Wait, Lou? Lucy? No. That's okay. I'm gonna have a pause a bit, no? Not really. Das ist der Vorteil, dass die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen immer so kommunikativ sind. Man kann einfach miteinander sprechen und sagen, wir haben jetzt hier gerade jemanden, der hat ein Hundeeis bestellt, könnt mal kurz ein Auge mit auf euren Hund haben. Dann nehmen die den kurz zur Seite. Manchmal haben wir auch manche wissen auch schon vornherein, dass die da so ein bisschen Futterneid sind. Genau. Ja, wir haben auch den Vorteil natürlich, dass wir einen Garten haben und die Innenfläche, sodass wir auch unsere Hunde zum Beispiel bei der Fütterung eines anderen Hundes mal kurz reinnehmen können. Dann kann der, oder rausnehmen. Dann kann der andere Hund ganz in Ruhe fressen oder sein Eis genießen und genau, dann gibt es da keine Streitereien. Ja, wir haben auf jeden Fall Stammkunden und Stammkundinnen, die wir auch alle namentlich inzwischen kennen, obwohl es viel einfacher ist, sich die Hundenamen zu merken. Bei manchen wissen wir auch nur den Hundenamen. Ne? Aber wir sind überrascht, wie schnell wir auch Touristen und Touristinnen zu Gast hatten. Gleich von Anfang an. Ja. Aus München waren die mit dem Blindenhund, genau. Aus Graz die beiden ohne Hund. Ja. Genau, Österreich, Schweiz, englischsprachige, die dann eigentlich... Genau, die Tochter mit dem Studium, die kommen aus Panama. Das ist schön, mit den Menschen dann darüber zu sprechen, dass sie extra hergekommen sind. Sie erzählen einem das auch immer und sagen so, wir haben jetzt das ganze Sightseeing gemacht und jetzt müssen wir unbedingt noch ins Fellfreunde gehen. Also, die beiden Omas, die dann am Bahnsteig jedem, die es wissen und nicht wissen wollte. Das war so süß. 2 ältere Damen, die einfach uns erzählt haben, wir haben auf dem Weg hierher allen erzählt, dass wir jetzt ins Hundecafé gehen. So süß. Also wirklich herrlich. Also sowas Ähnliches, vielleicht nochmal ein bisschen westlicheren Raum Berlin, dass man sagt, man macht halt diesen westlichen Bereich und den östlichen Bereich, wenn es sich ergibt. Unser persönliches Ziel für hier ist aber eigentlich noch ein weiteres, nämlich dass wir einmal Workshops und Seminare anbieten können. Da haben wir auch schon einige Anfragen bekommen, zum Beispiel für Hunde-Yoga oder Backen mit Hunden oder für Hunde, je nachdem. Und mit dem Tierschutz würden wir gerne zusammenarbeiten. Genau, das. Ja, wir würden super gerne noch in Zukunft, wenn es die Möglichkeit der Zeit hergibt, noch einen Pflegehund hier aufnehmen. Dass wir das so vermittelnartig. Genau. In Amerika hatten wir, glaube ich, wo man auch geguckt hat, da gibt es sowas auch in der Dreh, aber das läuft halt nur über, also das Café ist im Prinzip die Pflegestelle und die Hunde, die hier sind, können beschnuppert werden und kennengelernt werden und dann ein schönes Zuhause zu finden. Genau. Das wäre super schön. Ja, man kann den Hund dann eben in entspannter Atmosphäre kennenlernen und manchmal plant man ja auch vielleicht gar keinen Hund zu adoptieren, aber wenn man dann herkommt und sagt, Mensch, in den haben wir uns verliebt, dann wäre das wirklich schön, wenn man so noch mehr Menschen davon überzeugen kann, dass es besser ist, zu adoptieren, anstatt Hunde irgendwo einzukaufen. Das würde sich, glaube ich, auch sehr gut anbieten, dass wir da als Hundecafé noch einen Hund aufnehmen, der hier verwöhnt wird, solange bis er vielleicht noch mal ein Zuhause findet, das nicht nur hier im Café ist, sondern bei liebenden Menschen.